Auch in diesem Jahr stehe ich mit meinem Falthaus wieder für 2 Wochen am Rheinufer in der Nähe von Düsseldorf, um für euch von der weltweit größten Campingmesse berichten zu können. Die mittlerweile 64. Ausgabe des Caravansalon beherbergt in diesem Jahr 810 Aussteller aus 41 verschiedenen Ländern, verteilt auf insgesamt 15 Messehallen. Vom elektrisch ausfahrenden Dachzelt bis hin zum zweistöckigen Camper-LKW findet hier definitiv jeder sein passendes Campinggefährt und natürlich auch das dazu passende Zubehör. Die Leitmesse der Campingbranche wartet zudem auch dieses Jahr wieder mit zahlreichen Welt-, Europa- sowie Deutschland-Premieren auf sich, darunter auch 2 neue Zeltanhängermodelle und einige Zubehör-Highlights, auf die ich später in diesem Video auch noch eingehen werde. Als langjähriger Besitzer eines Campet-Faltcaravans starte ich natürlich traditionell hier am Stand von Isabella. Da gibt es zwar in diesem Jahr kein neues Modell zu bestaunen, dafür wurden 2 neue Varianten der Camplet-Fahrplane angekündigt. Je nachdem, ob man den Camplet mit oder ohne Dachgepäckreling nutzt, kann man entsprechend die niedrige oder hohe Version für 299 respektive 329 € wählen. Aus meiner Sicht macht allerdings nur die Kombination aus Dachgepäckreling und hoher Fahrplane wirklich Sinn, da man dadurch das auf dem Camplet verstaute Gepäck entsprechend vor Regen und Schmutz schützen kann. Allerdings kann die passende Fahrplane auch als Schutzplane für die Lagerung draußen im Winter genutzt werden. Nach einer 2-jährigen Pause meldet sich der niederländische Hersteller Holtcamper zurück auf dem Caravansalon und hat gleich eine Neuauflage des Astro aus dem Jahre 2006 im Petto. Allerdings hat das neue Modell bis auf den Namen wenig mit dem Urgestein von dazumal gemein, denn der neue Astro klappt nun zur Seite hin auf, was unter anderem das Anbringen einer geräumigen Küche am Heck des Zeltanhängers ermöglicht. Zudem reiht sich der Holtcamper Astro mit einem Startpreis von knapp 18.000 € noch unter dem Modell Nano als nun günstigster Zeltanhänger im Line-Up von Holtcamper ein. In den kommenden Tagen folgt hier auf dem Kanal allerdings noch ein ausführlicheres Video zum Holtcamper Astro, also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls du dies nicht schon längst getan hast. Auf der anderen Seite der Messehalle zeigt Trigano die neue Langschläfer-Variante des Zambesi, einem einfachen Zeltanhänger, welcher bislang ausschließlich als Querschläfer erhältlich war. Wer also künftig beim Zubettgehen oder einem spontanen Toilettengang in der Nacht nicht mehr über seine bessere Hälfte krabbeln möchte, kann sich nun alternativ für diese Version des Zambesi entscheiden. Ein komplett neuer, zweiseitiger Klapper aus dem Hause Trigano, welchen ich an dieser Stelle allerdings bereits in Videoform anteasern kann, wird dann voraussichtlich im Januar 2026 im Rahmen der CMT in Stuttgart seine Deutschlandpremiere feiern. Zum 30-jährigen Geburtstag hat sich der niederländische Hersteller Smeedveld erstmals auf den Caravansalon gewagt, um sein neuestes Modell mit dem Namen Novist vorzustellen. Neben einem großen Anhänger mit sage und schreibe 2000 Liter Gepäckvolumen, was übrigens exakt doppelt so viel ist wie beim neuen Holtcamper Astro, und einer fast schon riesigen Küche, hat der Smeedveld Novist einen cleveren Weg gefunden, die sonst bei den einfachen Zeltanhängern übliche Leiter hoch ins Bett überflüssig zu machen. Allerdings schauen wir uns auch das dann noch in einem eigenständigen Video zum Smeedveld Novist in den kommenden Tagen im Detail an. Damit sind wir in diesem Jahr auch schon durch mit den Neuheiten in Sachen Zeltanhänger, jedoch gibt es hier am Caravansalon in Düsseldorf selbstverständlich auch wieder diverse Neuankündigungen und Premieren im Bereich des Campingzubehörs. Isabella stockt sein Zubehörsortiment beispielsweise gleich um 4 Neuzugänge auf. Da wäre zum einen ein leichter und kompakt zusammenklappbarer Campingstuhl namens Nana, welcher trotz dieser Eigenschaften erstaunlich bequem gepolstert ist und sogar noch über eine verstellbare Rückenlehne verfügt. Ideal also auch für Zeltanhängerbesitzer. Daneben gibt es einen neuen Fußhocker namens Ran, welcher, wie der Name bereits vermuten lässt, sowohl als Fuß- respektive Beinauflage passend zu jedem Campingstuhl als auch separater Hocker genutzt werden kann, da dieser einer Belastung von bis zu 100 Kilogramm standhält. Zusätzlich wurde der von mir im Sommerurlaub genutzte Isabella-Trolley durch einen faltbaren Bollerwagen namens Beach Trolley abgelöst. Trotz seines geringen Gewichts wie auch Packmaß hat man es irgendwie geschafft, sogar noch eine herunterklappbare Heckklappe zu integrieren. Zu guter Letzt wagt Isabella mit einer 40-Liter-Variante auch noch den Sprung in den Markt der Kompressorkühlboxen. Neben einer integrierten Beleuchtung sowie einer herausnehmbaren Trennwand lässt sich diese wie meine aktuell genutzte Kühlbox auch jederzeit bequem über eine App steuern. Als 4-köpfige Familie werden wir diese jedoch erst auf Herz und Nieren testen können, wenn es davon später einmal eine 50 bis 60 Liter große Variante geben sollte. Während der neue Campingstuhl bereits ab November erhältlich sein wird, muss man sich für die anderen 3 Produkte voraussichtlich noch bis Januar 2026 gedulden. Viele Jahre wurde ich nun schon seitens Clesan auf das nächste Jahr vertröstet, wenn es um die Vorstellung ihrer mobilen Version der allseits beliebten Verschweißtoilette ging.
Doch in diesem Jahr war es nun endlich soweit. Die Clesana X1 wurde offiziell enthüllt. Kompakter als ein Porta-Potty lässt sich diese innerhalb Sekunden auf eine Sitzhöhe von 41 cm ausfahren und auch völlig autark mittels eines handelsüblichen Einhellakkus betreiben. Wobei ein 4 Ampere-Stunden Einhellakku angeblich für 40 bis 50 Schweißvorgänge reichen soll. Allgemein findet man viele kleine, aber feine Details in der Konstruktion, welche allerdings den Rahmen dieses News-Videos sprengen würden. Ich werde die Clesana X1 aber auf alle Fälle ausgiebig testen, sobald diese voraussichtlich Ende Jahr für rund 1000 € auf den Markt kommen wird und diese dann natürlich auch direkt mit meiner aktuell genutzten Lucil Evo vergleichen. Genug über das Thema Toiletten geredet, wechseln wir lieber in Richtung Reinigung, denn wenn es ums Putzen geht, hat Kärcher ja im vergangenen Jahr mit dem OC3 Foldable alles richtig gemacht, welchen ich ja mittlerweile auch aktiv beim Abbau unseres Faltkarawans einsetze. Doch im Januar 2026 erscheint mit dem OC Handheld Foldable eine nun noch kompaktere Variante, bei der man den Behälter gleich komplett weggelassen hat. Die Pumpe verbirgt sich hierbei nun direkt im aufklappbaren Sprühkopf, welche übrigens auch gleich über 4 verschiedene integrierte und bequem per Drehknopf auswählbare Sprühdüsen verfügt. Nun benötigt man nur noch einen passenden, im Idealfall ebenfalls faltbaren Behälter oder Kanister mit Wasser, in den man dann den bereits im Lieferumfang enthaltenen Schlauch einsetzen und lossprühen kann. Auch beim Zubehörhersteller Eurotrail geht man in eine ähnliche Richtung, allerdings nicht gleich im Niederdruckbereich. So soll im März 2026 mit dem kompakten Sprühset ein 15 Liter großer faltbarer Silikoneimer mit im Boden integrierter wiederaufladbarer Kompressorpumpe erscheinen. Daran kann dann der im Lieferumfang enthaltene Wasserschlauch angeschlossen werden, welcher über 7 wählbare Sprüheinstellungen verfügt. Der verbaute Akku soll übrigens bis zu 1 Stunde Dauerbetrieb ermöglichen, was 4-mal so viel ist wie bei meinem aktuellen Kärcher. Daneben hat Eurotrail scheinbar meinen Wunsch nach einer akkubetriebenen Version des Deckenventilators mit integriertem Licht erhört, damit ich künftig weniger Kabel im Faltkarawan verlegen muss und sogar autark unterwegs sein könnte. Über eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung können Licht, Helligkeit, Lüftergeschwindigkeit und sogar verschiedene Timer eingestellt werden, beispielsweise um das Ganze nach dem Einschlafen automatisch auszuschalten. Auf niedrigster Stufe soll der Ventilator bis zu 6 und das Licht bis zu 12 Stunden am Stück funktionieren, wobei ich natürlich gespannt bin, ob sich dies mit Hilfe einer Powerbank vielleicht sogar noch verlängern lässt. Allerdings muss ich mich auch hier noch bis März 2026 in Geduld üben. Die Firma Anker hat im Rahmen des Caravansalons ihre neueste Campingreihe vorgestellt. Neben diversen Powerstation-Lösungen für das autarke Campen ist mir jedoch vor allem die Solix Everfrost 2 Akku-Kühlbox ins Auge gestochen, welche das Einsetzen von bis zu 2 Akkus und so den kabellosen Betrieb über bis zu 5 Tage ermöglicht. Dabei lassen sich die Akkus auch während dem Betrieb tauschen, falls man noch länger autark sein möchte. Ebenfalls interessant fand ich die optionalen Anbauten für die Kühlbox, wie beispielsweise einen Sonnenschirmständer oder den Beistelltisch, womit die Kühlbox am Strand quasi zur eierlegenden Wollmilchsau wird. Auch das tragbare Solarpanel unter dem Namen Solix PS100X sah sehr interessant aus, da es sich bei Nichtgebrauch auf A4-Blattgröße zusammenfalten lässt. Allerdings bin ich in Sachen Autarkie mit Solar noch am Anfang meiner Reise, weshalb ich noch nicht einschätzen kann, ob das Ganze für meine Bedürfnisse überhaupt genügend Strom liefern könnte. Aber ich wollte es dennoch erwähnen, da es sicher für den einen oder anderen von euch interessant sein könnte. Wer die letzte Ausgabe des Nachtfalter gesehen oder die Instagram-Stories der letzten Tage verfolgt hat, der weiß bereits, dass ich dieses Jahr in Düsseldorf unter anderem mit alternativen Heizmethoden wie einem Wärmeunterbett experimentiere, wobei ich von letzterem in der Tat ziemlich begeistert bin. Darum muss ich natürlich auch am Stand von Outshare vorbeischauen, welche sich auf Wärmedecken und Kissen spezialisiert hat. Da konnte ich dann auch gleich ein neues Produkt entdecken, welches sich derzeit noch in Produktion befindet, und zwar wärmende Socken mit entsprechendem Akku und einer passenden Steuereinheit, welche sich entweder wie eine Uhr am Handgelenk oder auch am Schlüsselbund tragen lässt. Das wäre definitiv etwas für meine bessere Hälfte, damit sie künftig keine kalten Füße mehr bekommen kann. Wie gewohnt findest du sämtliche im Video erwähnten Produkte, sofern deren Webseiten überhaupt schon aufgeschaltet sind, unten in der Videobeschreibung verlinkt. In den nächsten Tagen folgen dann auch noch die Videos zum Holtcamper Astro und Mietwelt Novist auf diesem Kanal. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich sonst in der Zwischenzeit hier oben über bereits erhältliches Zubehör informieren, welches wir aktiv im Campingalltag nutzen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!